Das Frühjahr 2022 ist vollgepackt mit Blockbuster-Spielen, die jeden mit einem schon riesigen Pile of Shame in Tränen ausbrechen lassen. Und für Rollenspielfans kommt jetzt noch ein Schwergewicht drauf. Mit Elex 2 steht das neueste Projekt der altehrwürdigen Rollenspielschmiede Piranha Bytes an. Das will nach dem Achtungserfolg des ersten Teils jetzt darauf aufbauen. Wir konnten schon vor Release unzählige Stunden im neuen Magalan verbringen und können sagen, ja, Elex 2 will ein tieferes Rollenspiel werden als sein Vorgänger, stolpert dabei aber auch über die Fallstricke der Vergangenheit. Der Held von Elex, der hat ein Problem, das vermutlich eine Menge seriöser Forscher in der echten Welt auch haben. Da macht man und tut man und entdeckt das große Problem, das die Menschheit gefährdet, und dann hört einem keiner mehr zu. Denn nachdem Jax am Ende von Elex 1 mitbekommt, dass da eine gigantische Bedrohung auf die Welt von Magalan zukommt, geht er auf die Fraktionsführer der Gilden zu, um die darauf einzuschwören und zu versammeln. Nur damit die ihn dann genervt wieder verscheuchen. Ich meine, gibt ja Wichtigeres zu tun. Sich gegenseitig die Köpfe einhauen zum Beispiel. Resigniert zieht Jax ab und verkriecht sich grummelnd in die Berge. Als dann einige Jahre später die Bedrohung wirklich auf dem Planeten eintrifft, macht er sich wieder auf. Handfeste Argumente, naja, die hat er ja jetzt. Das wird in Elex 2 auch meistens schick in Szene gesetzt. Das Spiel nutzt allein in den ersten Stunden mehr gescriptete Zwischensequenzen als sein Vorgänger im gesamten Spiel, um die Story voranzutreiben. Dazu kommen auch schick animierte Renderfilmchen. Piranha Bytes legt sich also wirklich sehr ins Zeug, seine Geschichte zu inszenieren. Woran es da hapert, das klären wir gleich. Damit Jax sich nicht nur auf die anderen Fraktionen verlassen muss, gründet er kurzerhand einfach seine eigene Gilde. Eines der überraschend coolen Features des ersten Teils wird nämlich ausgebaut und ist von Anfang an präsent, der Aufbau eines eigenen Lagers. Schon im ersten Gespräch, das man im Spiel führt, wird die eigene Fraktion ins Rollen gebracht. Die richten wir in einer alten Burgruine ein und heuern immer wieder neue Leute an. Einen Baumeister, der Häuser wieder in Schuss bringt, oder einen Commander, der Strategien ausarbeiten soll. Im Gegensatz zum Vorgänger kommen wir also nicht in ein schon vorhandenes Lager, sondern unser Lager wächst von einer leeren Ruine zu einer standfesten Basis. Selber Gebäude hinstellen dürfen wir aber wohl nicht. Trotzdem ist das ein motivierendes Element. Hier muss ich nur zeigen, wie wichtig die Festung im späteren Verlauf noch wird. Doch wissen wir alle, spätestens seit den 3 Musketieren, einer für alle und alle für einen. Und so sind die anderen Fraktionen natürlich ebenfalls wichtig. Denn obwohl wir zwar unser eigenes Ding hochziehen, sollen wir uns für Unterstützung auch einer der bereits bestehenden Gilden anschließen und uns hocharbeiten. Von denen gibt es jetzt 5 statt wie gewohnt 3. Und wir finden sie alle in gewohnten oder ungewohnten Positionen auf der Weltkarte. Die besteht aus bekannten Gebieten von Elex 1 und neuen Gebieten. So haben die Berserker das Fort in der Wüste Tavar übernommen und kurzerhand aus dem trockenen Ödland ein blühendes Waldgebiet gezaubert. Im wahrsten Sinne, denn wie schon im ersten Teil setzt die Fraktion auf altertümliche Waffen und Magie. Obwohl das steinharte Gesetz von keine Technik wohl ein bisschen aufgeweicht ist. Über die Heiler kann ich dir gar nicht viel sagen. Das sind Alche, irgendwas mit Mist. Die braunen Tränke und sowas. Die alten Herren des Forts, die Outlaws, wurden zwar geschlagen, formieren sich in einer Kraterstadt im Norden aber neu und sind wie eh und je. Sie sind ein ruppiger Haufen, der größtenteils im Dreck lebt und sich zum Aufpumpen Stims in die Venen schießt und Waffen zusammenbastelt. Auch die Kleriker feiern ein Comeback. Die fanatischen Gotteskrieger mit Hang zur Technik wurden aus ihrem hochentwickelten Hort vertrieben und formieren sich jetzt ebenfalls in einer alten Burgruine wieder neu. Und auch der alte Feind des ersten Teils ist wieder mit dabei, die Alps. Nur diesmal könnt ihr ihnen auch als Fraktion beitreten. Denn obwohl sie zwar immer noch das gefühlskalt machende Elex konsumieren, sind sie weit weniger todbringend als früher. Sie haben ihre Festung im verschneiten Norden. Völlig neu ist die 5. Fraktion, die Morkons. Die haben sich vor dem Meteoriteneinschlag, der die Welt von Elex überhaupt erst ins Chaos gestürzt hat, in einer unterirdischen Höhlenanlage verschanzt. Halt! Du stehst vor der heiligen Grotte Ravax, Gott des Stillstands. Was ist dein Begehr? Erst jetzt haben sie ihre Tore dann geöffnet und bringen die Kunde ihres Gottes über die Welt. Sie predigen nämlich vom Stillstand und wollen, dass sich nichts weiterentwickelt, frei nach dem Motto, halt, stopp, hier bleibt alles so, wie es ist.
Dabei nutzen sie vor allem Blutrituale und Schmerzen für ihre Zwecke. Schließlich ist der Tod ihrer Meinung nach die reinste Form des Stillstandes. Egal wie wir uns entscheiden, unsere Entscheidungen haben Konsequenzen. Das reicht von ganz klassischen Dingen wie, wenn wir uns einer Fraktion anschließen, dann verschließt uns das den Weg bei den anderen Fraktionen. Aber auch unsere Attribute wie Stärke, Geschicklichkeit und mehr haben endlich wieder Konsequenzen. Wo man im Vorgänger mit den Attributen nur Zahlenwerte hochlevelt, die dann neue Waffen freischalten, wirken sich die Werte wieder direkt aus. Packen wir beispielsweise 5 Punkte in unseren Stärkewert, bekommen wir einen zusätzlichen Schadenspunkt auf unseren Nahkampfangriff obendrauf. So teilen wir auch mehr Schaden aus, obwohl wir weiterhin nur unser rostiges Rohr als Waffe nutzen. Apropos draufhauen, das Kampfsystem wurde ebenfalls überarbeitet. Nachdem es im Vorgänger eher auf Kombos ankam, ist jetzt das Timing wichtig. Es steht ein schwerer und ein leichter Angriff zur Verfügung, je nachdem wie lange ihr die Angriffstaste gedrückt haltet. Leichte Angriffe verbrauchen wenig Ausdauer und schwere mehr. Ist die Ausdauer weg, steht ihr hilflos da. Die Gegner haben auch eine Art Ausdauerleiste, die mit jedem eingesteckten Schlag sinkt. Ist der Balken runtergehauen, gehen sie für eine Zeit zu Boden. Das verschafft dann Zeit für schwere Finisher-Angriffe. Leider fiel das Kampfsystem in unserer Demo-Version meistens sehr monoton aus. Den Gegner so lange mit leichten Angriffen totklicken, bis er zu Boden geht, dann den schweren Angriff setzen und wieder von vorne. Zwischendurch mal ausweichen. Fernkampf konnten wir noch gar nicht ausprobieren. Zwar gibt es wieder Bögen und futuristische Schusswaffen, die waren aber noch nicht final integriert und haben einfach, nichts gemacht. Die Prügel finden wir entweder in der Spielwelt oder wir basteln sie uns selbst zusammen. Das Crafting-System ist tiefer als im Vorgänger. Auf Wunsch klöppeln wir nämlich nicht nur neue Dinge zusammen, sondern verbessern unsere liebgewonnenen Waffen auch. Dadurch finden wir verschiedene Versionen derselben Waffenart mit verschiedenen Werten. Unser Bleirohr kann dadurch mal mehr und mal weniger Schaden austeilen. Auch Kochen oder Alchemie sind wieder drin. Nötig sind dann natürlich die Skills. Die lernen wir wie gewohnt bei Lehrern, das nötige Kleingeld und ein paar Lernpunkte vorausgesetzt, die wir beim Stufenaufstieg bekommen. Elex 2 bietet also gerade im Vergleich zum Vorgänger mehr Inhalt, mehr Fraktionen, mehr Kampfmöglichkeiten, mehr Basenbau, mehr Story. Nur zeichnet sich in unserer Vorschauversion schon ab, dass all diese Ambitionen an dem Problem scheitern könnten, das Piranha Bytes Spiele nun schon seit vielen Jahren plagt. Und das ist die Technik. Die Welt mit ihren Fantasy- und postapokalyptischen Einschlägen hat durchaus wieder einige sehr schön designte Stellen und wirkt auch etwas konsistenter als im Vorgänger. Die handgebaute Welt war ja schon immer das Steckenpferd der Entwickler. Auch die Beleuchtung und der Schattenwurf ist wirklich gelungen und schön anzusehen. Aber an genauso vielen Stellen wirkt die Welt von Elex 2 auch kahl, braun und wir hatten beim Blick in die Ferne immer wieder so ein bisschen das Gefühl, eine künstliche Modellbauwelt zu überblicken. Außerdem gibt es weniger abwechslungsreiche Gebiete, wo im Vorgänger Wüste, Grünland, Vulkanebene und Schneegebiet auf uns warten, bietet Elex 2 nur noch grüne Wälder, braunes Ödland oder weißes Schneegebiet. Ein kleiner, leider blöder Funfact dazu: Die Bewohner der Welt erwähnen Städte und Orte aus dem Vorgänger, nur kann man da nicht mehr hin. Der Weg wäre zwar da, aber das Spiel stellt uns einfach eine Levelbegrenzung in Form von giftigem Nebel in den Weg. Das ist nicht sehr elegant gelöst und lässt die Kenner des Vorgängers enttäuscht zurück. Die größte Baustelle, die Piranha Bytes aber dringend noch überarbeiten muss bis zum Release, sind die Animationen. Das fängt beim Kampf an, wenn wir uns hakelig an unsere Gegner ranschieben und auf sie eindreschen, aber am meisten versauen sie die Inszenierung. Gerade weil Piranha Bytes hier viel mehr Wert drauf legt, seine Geschichte und seine Quests besser zu erzählen und zu verzahnen, fällt es hier noch deutlicher auf. Wenn wir in Dialogen von unserem Gegenüber wütend angebrüllt werden, er uns aber nur aus seinen toten Augen anschaut und vielleicht mal eine Augenbraue hebt, dann killt das die Stimmung komplett. Na dann, in der Bastion hättest du reichlich davon. Aber doch nicht bei dem Ding da oben. Die Bastion ist lebensgefährlich. Das ist glatter Selbstmord. Vor allem tun sich die Entwickler keinen Gefallen mit ihren ja eigentlich gut gemeinten Zwischensequenzen. In denen bekommt man nämlich besser ausdefinierte und animierte Charaktere zu sehen, bevor man dann wieder in die Dialoge ohne Ausdruck geschickt wird. Sieh an, der geheimnisvolle Außenseiter gewinnt. Am schlimmsten sind aber die Kinder, die die Welt von Magalan jetzt ebenfalls bevölkern. Von denen haben wir vermutlich noch länger Albträume nach dieser Vorschauversion. Warum tut jemand das?
Und das ist unfassbar schade, denn die Ambitionen, die sich Piranha Bytes gesetzt hat, sind toll und die Verbesserungen sinnvoll. Nur reißt man sich den stimmungsvolleren und dichteren Aufbau dann gleich wieder ein, weil die Technik das nicht mitmacht. Wir hoffen sehr, dass Piranha Bytes bis zum Release am 1. März 2022 noch ein bisschen am technischen Unterbau und vor allem den Animationen feilt. Sonst wird der ungeschliffene Rohdiamant, der Elex 1 war, mit Elex 2 zwar auch ein Diamant, nur leider noch ungeschliffener. Jetzt pass mal auf, Freundchen. Damit beeindruckst du mich nicht. Also gib dir erst gar keine Mühe. Welcher Fraktion habt ihr euch im Vorgänger angeschlossen und warum? Schreibt's doch einfach mal in die Kommentare. Lasst uns auch ein Abo und ein Like da, das unterstützt uns und für mehr Infos zu euren Lieblingsspielen checkt pcgames.de.